Hey Leute, ich habe hier für euch das Video von Race City auf meinem Kanal hochgeladen. Ich hoffe, ihr habt auch schon ein Abo bei Race City gelassen. Und hier geht's jetzt weiter mit dem Tuning Talk. Viel Spaß dabei! So Leute, willkommen, eine neue Folge Tuning Talk. Ich bin diesmal in Nordrhein-Westfalen und wir haben hier nicht nur einen tollen GT86 zu stehen, sondern auch den Besitzer, den Sven. Sven, hallo erstmal. Kurz mal was zu dir, wir stellen ja immer so die Leute ein bisschen vor. Ja, also ich bin Sven, 25 Jahre alt, fahre den GT86 hier, bin jetzt hier in Nordrhein-Westfalen, eigentlich wohne ich in Hamburg, pendel immer so ein bisschen hin und her, genau. Ja. Mir fällt gerade auf, ich achte ja immer besonders auf, wie sagt man, nicht Akzente, sondern Dialekt. Und bei dir ist es krass, weil du mischst gerade enorm Hamburger Dialekt mit Westfalen. Sehr interessante Mischung. Ja? Bevor wir mit dem GT86 anfangen, wie lange interessierst du dich schon für Tuning? Was war dein Auto- oder Tuning-Werdegang? Was kannst du dazu sagen? Also allgemein so Autos, Kfz, Motorräder war schon richtig früh bei mir so Thema. Ich habe, glaube ich, mit 4 oder 5 das erste Mal so ein Kinder-Motocross-Bike gefahren. Und dann ja, über Gabelstapler von meinem Vater in der Firma, bis dann irgendwann ein Roller angefangen hat. Ich selber hatte leider keinen, mein älterer Bruder hat es mir ein bisschen da verbaut, weil er ein bisschen Stress mit den Bullen hatte. Aber ja, seitdem ich 12 bin, bin ich dann ja, dabei, immer zu schrauben zu gewesen mit meinem Bruder zusammen. Er hat dann auch so ein bisschen in die japanische Richtung geschraubt, hatte als erstes einen Honda Civic, da habe ich dann auch Musikanlage so einen Kram gemacht. Ja, und dann kam das Ganze mit Need for Speed und Fast and Furious und das hat dann den letzten Kick so gegeben. Genau, also schon seit jeher eigentlich, alles mit Autos, Tuning, genau. Was für Autos hattest du bisher gehabt? Schon einige, viele Alltagskarren auch so zwischendurch. Ich hatte als erstes einen Lexus IS200, mit dem war ich viel auf der Nordschleife unterwegs, bis er dann irgendwann dort auch beerdigt worden ist. Dann über Honda zu Toyota gekommen, hatte lange einen MA2, SW20 mit Mittelmotor halt. Da ein bisschen was dran gemacht und jetzt halt den GT86 und zwischendurch halt BMW, VW, also um von A nach B zu kommen. Was war der Beweggrund, genauer Werdegang, also genaue Geschichte, wie bist du hast uns vorhin erzählt, dass du eigentlich einen Skyline oder eine Supra haben wolltest und dann so ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht hast mit einem Importeur. Ja genau, korrekt. Also ich war zum Importeur gefahren, weil ich mir einen Skyline R34 angucken wollte. Es stand auch ganz gut da, aber daneben stand halt eine Supra, die ein bisschen fertig gemacht worden ist und halt in die Form so ein bisschen verliebt und da ich sowieso schon einen MA2 hatte, wollte ich bei Toyota gerne bleiben und das Auto sollte halt zusätzlich kommen und deswegen war mir eigentlich auch relativ egal, ob das jetzt alltagstauglich ist oder nicht. Ja, dann halt schlechte Erfahrungen gemacht mit Importeur, pleite gegangen, Geld weg und dann ein halbes Jahr ja, ein bisschen gespart wieder und dann GT86 rausgekommen, war mir schon ein bisschen bekannt. Ja. Aber die Leistung hat mir nicht so gefallen, deswegen ein bisschen so gehadert. Aber fand ich schon stark, dass Toyota wieder diesen Sportwagen-Flair aufnimmt und wieder ein Auto bringt, wo sie ein bisschen auf Gewicht achten. Wirklich 1250 Kilo ist nichts. Boxermotor fand ich auch ganz interessant. Und da habe ich gedacht, ja, günstig sind sie auch relativ gewesen zu der Zeit, beziehungsweise jetzt noch ein bisschen günstiger, aber war halt ja, finanzierbar. Und deswegen habe ich mich dann für das Schätzchen hier entschieden. Vor allem der Nachfolger von einem meiner absoluten Traumautos, dem AE86. Warum gerade der Toyota? Was gibt es einen Unterschied? Es gibt ja genau dasselbe Modell von Subaru. Warum hast du nicht zum Subaru gegriffen? Subaru wäre günstiger gewesen, von der Versicherung her. Ja. Aber der ausschlaggebende Grund war einmal die Marke Toyota, die Verbindung halt auch zum AE86 ganz stark. Und dieses Bodykit, was ich halt dran habe, ist von TAD. Und das hat Subaru halt so nicht in der Palette mit bei. Und das war einfach das Must-Have, warum ich mich auch genau für diesen entschieden habe und nicht für irgendeinen anderen GT86. Halt dieses TAD Bodykit und halt die ja, Nähe zu Toyota. Okay, super. Dann hast du ja gleich gesagt, du hast ihn dir geholt, Leistung war zu wenig. Genau. Was ist dann passiert? Ja, 3 Monate gefahren. Beziehungsweise 2 Monate gefahren. Im 3. Monat bin ich dann zu MPS Engineering nach Dülmen gefahren. Habe dort den Prototypen-Turbo Probe gefahren mit 270, 280 PS. Und das war einfach schon Tag und Nacht Unterschied. Dieses Drehmoment untenrum, das ist was ganz anderes schon gewesen, direkt verliebt.
Habe gesagt, ich schlafe noch mal eine Woche drüber oder eine Nacht drüber, ob ich das mache oder nicht, weil es war dann, glaube ich, der 3. Turbo-Umbau in Deutschland, der halt ja, so publik gemacht worden ist. Und ja, dann im März 2014 wurde er umgebaut auf Turbo. Okay, dazu kommen wir gleich, dann machen wir nämlich die Haube auf. Aber erstmal, was sehen wir von außen? Was ist der Unterschied an dem für Leute, die den GT86 sonst nur, sag ich mal, als Serie kennen? Ich erkenne auf jeden Fall dieses Bodykit, du hast auf jeden Fall diese Kiemen, kann man sagen, wurden verändert, die Front. Aber was genauer? Ja genau, also es ist einmal Bodykit drumherum von TRD, das inkludiert halt die Frontlippe und den Frontgrill. Das sind halt 2 Einzelteile, die zusammengeklebt werden, kriegt man halt so einzeln nicht. Dann die Seitenschweller von TRD, das Heck auch nochmal von TRD, die TRD-Abgasanlage, die ist aber jetzt schon gewichen, hat halt weichen müssen. Nur die Endrohre sind geblieben. Und dann habe ich schon die angesprochenen Kiemen, das sind halt so auch von TRD Flaps, die es aber nur auf dem japanischen Markt gibt, auf dem deutschen Markt gibt es die so nicht. Da habe ich noch einen Dachkantenspoiler, dann wurde der ganze Hobel ein bisschen tiefer gelegt mit Gewindefahrwerk von ST. Spurplatten drauf, andere Felgen. Und ich glaube, das war schon von außen. Gar nicht mal so viel. Leichte NK-Felgen auf jeden Fall. Genau. Also diese Kiemen-Dinger begeistern mich voll, ja? Weil ich finde, das ist eine der hässlichsten Stellen eigentlich am GT 86. Und das sieht echt gut aus. Gefällt mir. Vor allem, das hat mich auch noch gestört, dass da ein silbernes Logo immer drauf ist. Und ich habe vorne, hinten noch schwarze Logos drauf. Ist halt nirgendwo mehr zu erkennen, dass es ein Toyota ist. Ja. Außer macht die Haube auf und sieht es am Kotflügel oder so, aber sonst alle Schriftzüge weg und so. So ein bisschen Stealth unterwegs. Ja. Wo bewegst du dich mit dem Auto? Ist es ein Auto, was du benutzt, um auf dem Parkplatz cool auszusehen? Gibst du mal auf der Autobahn Gas? Gehst du auf die Rundstrecke oder Slalom? Was magst du? Von allen Auto kann man viel machen. Ja, genau. Also von allen so ein bisschen. Alltag bewege ich es jetzt nicht mehr, weil ich es einfach nicht nötig habe. In Hamburg braucht man halt kein Auto. Kommt man mit der Bahn überall zurecht. Und Parkplatzsituation wäre da auch schlimm. Dementsprechend halt viel ja, auf Treffen, Reißbrennen, Viertelmeile-Events teilweise. Wobei Viertelmeile mich nicht so reizt. Eher dann halt zugucken, allgemein Tuning-Treffen, Autobahn auch ab und zu mal heizen. Ja, viel halt Rundstrecke, Nürburgring, Oschersleben, Lausitzring, genau. Bist du schon auf der Rundstrecke mit ihm hier unterwegs gewesen? Ja, genau. Gibt es eine Zeit, die man nennen kann? Oder ist es so wie bei Ferrari und wer war das noch, der nicht nennen wollte? McLaren? Ja, die dann so sagen, nee, davon also ich hatte keine Messinstrumente mit bei jedes Mal. Ja. Ich habe da halt einen Bordcomputer zwar mit drin, aber da habe ich mir die ganzen Anzeigen, Temperaturen anzeigen lassen, damit ich da halt auf der sicheren Seite bin, um so ein bisschen ja, Data-Logging zu machen. Und sonst hatte ich auch, glaube ich, nur eine Runde oder noch nicht mal eine ganze Runde gefilmt auf Nordschleife, nicht Nordschleife, sondern Grand Prix-Strecke davon. Ja. Und ja, davon gibt es halt auch Video auf YouTube, aber keine komplette Runde, weil die Strecke war ein bisschen nass, Grip ist ein Problem. Ja. Also Zeitenjagen wäre interessant, aber es ist auch immer viel Fahrer. Ja. Aber der ist schon, glaube ich, ganz fix unterwegs. Interessanter wären vielleicht so 100, 200, irgendwie sowas in der Region. Ja. Muss ich auch nochmal richtig messen mit der Performance-Box. Bis jetzt immer nur über OBD gemessen. Ja. Und da liege ich dann so bei 100, 200 um die 9 Sekunden. Na dann kommen wir mal zum Herzstück. Okay, nun haben wir die Haube aufgemacht. Und wir kommen zum Herzstück von dem Ganzen. Normalerweise 4-Zylinder Boxer, 200 PS Sauger, richtig? Richtig, genau. Richtig. Richtig. Was ist hier denn alles gemacht worden? Also ich sehe auf jeden Fall einen Garrett-Lader. Welche Größe ist das? Das ist ein GT28 71R. Ja. Ja, für den Hubraum und der Leistung eigentlich ganz gut. Nummer größer könnte auch gehen, aber ja, wie ist das Ansprechverhalten? Ich meine, gerade kleinerer Lader, passt es oder sagst du, ich meine, wenn du einen großen Lader reinmachst, wirst du echt Probleme haben. Gerade Heckantrieb. Genau. Also ich finde das Gefühl eigentlich immer ganz geil. Bin auch schon öfters mal bei einer Supra mitgefahren mit vierstelliger PS-Zahl. Ist schon geil, wenn auf einmal dann bei 4.000, 5.000 auf einmal der Kick kommt. Der Lader, der kommt so ab 3.000, hat da schon einen ganz soliden Boost. Ich glaube irgendwas bei 0,6 bar oder so schon. Ja, aber für den Motor reicht das. GT30 als Twin-Scroll zum Beispiel hat ein ähnliches Ansprechverhalten. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber es ist halt auch immer so eine Kostensache, ne? Ja. Also angefangen hatte ich, ja, wie gesagt, im März 2014 mit einem Bolt-On-Kit einfach 0,6 bar.
Hat leider nicht allzu lange gehalten, aber es war nicht Schuld vom Turbo, sondern die Direkteinspritzung hat versagt, Dichtung. Deswegen hatte ich einen Kolbenfresser, beziehungsweise Kolben ist geschmolzen. Den zeigen wir gerade, den blenden wir gerade ein. Genau, und sieht man schön, dass der dahin geschmolzen ist. Motor war danach Schrott. Ja. Dann habe ich gedacht, komm, dann jetzt einmal richtig. Dann neue Pleuelkolben, Pleuele von Powter, die bis 250 PS pro Pleuel halten. Also von daher ist Bottom-End halt komplett fertig gemacht. Kurbelwelle neu, der Block außen komplett neu. Alles aufeinander abgestimmt. Dann Kopf ist noch nichts gemacht. Soll vielleicht noch kommen, mal schauen. Dann haben wir andere Einspritzdüsen. Dann den Turbokrümmer von MPS, Topmount Turbokrümmer 4.1. Dann den Lader. Dann eine Downpipe mit HJS-Cut. Overpipe ist von MPS auch gefertigt. Und dann statt einer Frontpipe haben wir eine Bastuk Cutlass Frontpipe drin. Ein Mittelschalldämpfer ist noch drin, kommt aber auch wahrscheinlich noch raus. Der Endschalldämpfer dann auch von Bastuk. Alles in 2,75 Zoll. Was Größeres gab es auf dem deutschen Markt zu kaufen nicht. Tomai wäre größer gewesen mit 80 mm, aber keine Zulassung und Preis und nur ein Endrohr. Ja. Das macht sich halt bei dem Heck nicht so gut. Und deswegen halt die Abgasanlagenkomponenten. Dazu dann noch ein Ladeluftkühler, einen Ölkühler, Oil-Catch-Can, genau. Und also quasi eigentlich, du hast schon alles gemacht, was man so machen sollte, auf jeden Fall. Genau. Eine Frage, die ich auch gerne stelle, gerade in Verbindung mit einem Tuner. Es ist immer sehr schwer darauf zu antworten, aber wie lief die Arbeit ab? Gerade in Bezug MPS, war das wirklich so top? Also oft erlebe ich wirklich, viele erzählen mir, erstmal gibt es eine Kundenbetreuung, Freundlichkeit, dann passiert es, dann oft gibt es Zeitverzögerung und dann ist man nicht mehr so freundlich. Wie war das bei MPS? Kannst du dazu was sagen? Also ich hatte erst von MPS ein gutes Bild, deswegen bin ich auch zu denen hingegangen. Ja. Bei mir lief alles echt super ab. Also ich habe einen Prototypen Probe gefahren, dann mich für den Umbau entschieden. Mit dem Bezahlen hat alles super geklappt. Die haben variabel gesagt, ja komm, pass auf, erstmal eine Anzahlung machen, damit die Sachen bestellen können, die Sachen fertigen können. Wenn ich das Auto abgebe, nochmal eine Teilzahlung und Rest bei Abholung. Ja. Total super. Der Umbau hat eine Woche nur gedauert. Also Freitag abgeben, Samstag oder Freitag abgeholt. Auch halt wirklich tolle Arbeit, was die Jungs gemacht haben. Also sieht echt super aus. Genau, also technisch bin ich auch top zufrieden. Support, auch wenn irgendwas ist, ich kann ihn immer anrufen. Auch jetzt Handy gerade rausholen, anrufen, fragen, pass auf, hier und da habe ich Probleme. Kann er mir erstmal beruhigen, wenn irgendwas sein sollte oder eben nicht. Das Einzige, was so ein bisschen negativ ist, was ich halt jetzt so mitbekommen habe, da ich so ein Group Buy gestartet habe bei MPS für Turbo-Kits, die ich halt mehr oder weniger übers Forum vertreibe und bei Facebook, halt so eine Sammelbestellung. Die Kontaktfreudigkeit ist halt nicht immer so, oder die Response ist nicht immer da, dass man halt eine Mail schreibt und dann kommt manchmal eine Woche keine Antwort oder zwei, dass sie halt irgendwie falsch Ablagefach landet oder so. Da kann ich dir aber auch sagen, ich verstehe die Jungs, irgendwann wird die Nummer so groß, da kannst du manchmal nicht sofort antworten. Also ich sag immer, einfach anrufen, immer anrufen. Leute, ihr wollt was von der Firma, ruft die einfach an, tretet die auf die Füße und dann kriegt ihr auch alles. Ja, also wie gesagt, immer anrufen und ich denke auch, dass man dann die Leute erreicht. Wir können uns ja gleich ein Gimmick, wenn wir fertig sind, erlauben. Ich rufe mal an und ich sage, ich habe dein Auto gekauft. Und irgendwie läuft es nicht mehr, weil ich habe da irgendwas gedreht auf 7 Bar oder sowas. Und dann hat es Knall gemacht. Warum ist hier so viel Öl? Was hast du denn hier gebaut? Das wäre doch ein lustiges Gimmick, oder? Für unseren Roadtrip. Ja, auf jeden Fall MPS, beste Grüße auch, super Arbeit. Die Jungs gibt es ja auch schon ein paar Jahre. Ja. Also ich kann mich noch erinnern aus meiner Honda-Zeit, die hatten damals einen sehr schnellen MR2, glaube ich, womit sie gefahren sind. Skylines haben die, glaube ich, auch gebaut. Und also so, für Skylines sind die ja echt berühmt. Ja. Bei Grip waren sie auch schon RTL 2. Ja. Was man davon jetzt von Grip halten muss, ist immer so eine andere Sache. Aber ist ja natürlich Qualitätsfernsehen. Ne? Also, gut. Aber wie gesagt, ich mag den Malmedy. Cooler Typ auf jeden Fall, genau. Der Schreck ist, glaube ich, nicht dabei, ne? Der fährt woanders. War nicht das bei denen dabei? Oh, ja, glaube ich, der war ganz schlimm, oder? Also so ganz schlimm, ja. Ich habe immer Sachen durch der immer so am Reim ist. Ja. Der hat immer eine Scheiße erzählt, ey, das war unglaublich. Ich hoffe... Also eine der wenigen Autosendungen, die es im deutschen Fernsehen gibt, die kann man sich noch mal angucken. Da waren die auch schon mit 1200 PS Skyline, mit dem GT86, mit deren Prototypen. Also wie gesagt, und gerade auch im Motorsport sind sie auch tätig gewesen. Lange Zeit, 2011 oder 12 war er auch Europameister, der Philipp, genau. Das sind ja 2 Brüder, die beiden. Und genau, Philipp war, glaube ich, Europameister 2011 oder 12. Dann hatten sie ja lange ein Time Attack Team.
Haben das ein bisschen zurückgeschraubt, weil die Firma einfach so viel Zeit frisst, so viele Kunden. Also jedes Mal, wenn ich da bin, egal ob Freitag oder Samstag, die Laden sind immer voll, die Karren stehen da alle immer rum. Die nur am Arbeiten, die Chefs sind selber, also der Philipp ist nur auf dem Prüfstand eigentlich den ganzen Tag. Ja. Kommen wir zurück zum Auto. Du hast schon angesprochen, du hast ein ST-Fahrwerk drin. Legst du Wert auf enorme Tiefe oder sagst du, nein, mein Auto muss funktionieren? Das heißt, ich lege es so tief, wie es perfekt ist. Es ist mir egal, ob jemand sagt, es gibt jetzt Airride-Autos, die bis zum Boden liegen. Also Airride optisch auf jeden Fall geil. Nicht unbedingt mein Geschmack. Tiefer musste auf jeden Fall, er war vorher einfach hoch wie ein Bus. Ja. Performance auf jeden Fall im Vordergrund da. Mit der Tiefe haben wir Verschränkungstest gemacht, beim TÜV gewesen, alles super, nirgendwo am Schleifen oder so. Deswegen ja, eher Performance. Ja. Deswegen halt auch ST und nicht irgendwie Carsport oder so. Da gibt es halt auch verschiedene Meinungen, ob das jetzt Taiwan-Schrott ist oder nicht. Ja. Es funktioniert, es hat TÜV, ja. Fährt bestimmt auch gut. Aber bei ST bin ich einfach auf der sicheren Seite, weil es von KW einfach ist. Ich habe eine KW-Garantiekarte und dementsprechend, wenn irgendwas sein sollte mit dem Fahrwerk, ab zu KW und genau. Sehr gut. Na, wir werden auf jeden Fall Fahrwerke und auch Bremsanlagen testen. Dann werden wir mal gucken, ob Carsport oder wie sich andere behaupten, sage ich mal jetzt. Was sind jetzt so die Pläne erstmal vom Auto? Ist es jetzt erstmal ein Step, wo du sagst, okay, jetzt habe ich erstmal, ich genieße die nächsten paar Jahre das Auto? Oder ist im Kopf schon der nächste Plan, wo du sagst, ey, ich will nächstes Jahr das und das und das machen? Ja, also ich habe ja angefangen mit 300 PS. Das hat kein halbes Jahr gedauert, dann hatte ich 330. Ja. Und dann wieder 400. Jetzt mittlerweile halt bei 1 Bar Ladedruck bei 400 PS, ist halt der Haltedruck. Ja. Overboost 1,5, 1,6 Bar. War ich leider noch nicht mit auf der Rolle, aber sollte eine 5 vorne stehen. Das ist eigentlich so das Ziel, dass es für nächste Saison halt der Haltedruck wird, irgendwas bei 1,4 Bar oder so. Mal schauen, ob das auch verwirklicht wird, ob ich wirklich nochmal Leistung haben möchte oder nicht. Weil dann sind wieder mehr Bauteile, die wieder beansprucht werden, Getriebe, Antriebswellen, Kardanwelle, muss alles wieder neu, alles irgendwie entwickelt werden, Getriebe muss man ein passendes finden. Ja, ansonsten eine große Bremse muss auf jeden Fall mal langsam rein, gerade für den Track. Und ja, was davon jetzt kommt. Genau, also wie gesagt, das sind diese drei Themen, die noch so ganz weit hinten am Horizont stehen. Mal gucken, ob ich alle verwirklichen kann oder was ich verwirklichen werde. Ja, super. Innenraum, gibt es etwas zum Innenraum zu erzählen? Oder? Da habe ich einen kleinen Tablet drin, um die ganzen Motorwerte abzulesen. Okay. Wie gehst du da ran, über OBD? Genau, über OBD. Und dann das Dash Command oder wie das heißt? Nee, das ist Torque. Das Programm heißt Torque, okay, genau. Das ist halt über Android. Ja. Dash Command ist, glaube ich, über iPhone und Apple Produkte, meine ich. Ich habe nämlich so ein geiles Ding gebracht. Ich habe mir gedacht, wir bauen einen R34 Skyline auf. Und da wurde der Monitor geklaut. Und ich sehe das nicht ein, für so einen alten Monitor, der noch nicht mal die Qualität einer DVD hat, so viel Geld zu bezahlen. Dann hatte ich die glorreiche Idee, ey, ich hole einfach einen OBD2-Dongle, ein iPad Mini, Dash Command gekauft, sieht super aus an der S-Klasse, funktioniert geil. Und dann gehst du zum Skyline. Ey, OBD2, ne? Er hat kein OBD2, ja, Baujahr 2000, aber hat kein OBD2. Und jetzt muss ich gucken, wie ich das mache. Ja, ansonsten halt Haargurte drin, ein Driftknopf drin an der Handbremse. Okay. Und eigentlich. Das ist ein Driftknopf, das höre ich zum ersten Mal. Der arretiert nicht. Du kannst es hochziehen, loslassen. Ist halt ähnlich wie eine Fly-Off, nur bei der Fly-Off hast du natürlich die normalen Bremsleitungen. Ja. Das heißt, du hast die ganz normale Handbremse, aber du brauchst halt nicht den Knopf drücken, um die wieder in eine Ursprungsposition. Und wenn du jetzt wirklich mal Handbremse brauchst, wie machst du das dann? Die kann man dann rausziehen. Also normalerweise ist da eine Feder drin im Handbremsensystem, die den Knopf immer rausdrückt. Deswegen bleibt er stehen. Und die Feder kann man halt reindrücken. Die Feder ist jetzt nicht mehr drin und dementsprechend ist es halt so eine Drifthandbremse halt. Ey, ich habe was dazu gelernt. Ja, auch wenn wieder Leute kommentieren werden, ich soll mich vorher ein bisschen informieren, aber ich habe es wirklich zum ersten Mal Ist ja kein Problem, muss man ja nicht wissen. Also die meisten Drifter nehmen dann Fly-Off-Handbremsen, ist halt auch besser, hat ganz andere Bremswirkung. Ich habe es auch schon bei meinem BMW, den ich halt im Alltag mal gefahren habe, beziehungsweise Alltag und Drifthure, hatte auch versucht, aber die Handbremse war einfach zu schwach beim E36, da kommt nichts. Ne? Da braucht man halt sowas nicht, dann muss halt sofort eine Fly-Off rein. Aber bei dem ist die Handbremse ganz gut. Genutzt habe ich es noch nicht wirklich oft. Ich dachte, wir fahren jetzt hier ein bisschen so. Leider nicht angemeldet zurzeit. Dein Glück. Und Glück von Reifen. Also schon tue ich den nicht wirklich. Auf der Rennstrecke gebe ich Gas, auf der Autobahn. Ist halt ein Fahrzeug, soll fahren. Ne? Also ist kein Show und Shine, sondern steckt wirklich was hinter.
okay, gibt natürlich viele Leute, die noch mehr Performance reinpacken und so. Aber ich denke schon, es ist schon ein sehr stimmiges Konzept, was du da hast. Also wirklich der Lader. Ey, wie gesagt, im Frühjahr, wenn wieder angemeldet ist, ich würde gerne mit dir einen Fahrtest machen. Weil ich bin echt gespannt, wie der Wagen sich fährt oder so. Ich bin bisher in GT86 als Serie nur gefahren. Das ist Tag und habe viel gemeckert. Ich habe wirklich viel gemeckert, ja. Aber ich bin da echt gespannt, wie das funktionieren wird. Wenn ihr nochmal vorbeikommt, dann kann ich nochmal ein Original besorgen, so als Vergleich. Machen wir so einen schönen Test? Ja, also vielleicht können wir das verbinden und wir gehen gleich MPS besuchen und bleiben hier in der Gegend ein ganzes Wochenende und zelebrieren mit euch den Tuning-Sport. Ja? Traumauto für dich? Gibt's was, wo du sagst, ey, ich würde den sofort gegen den tauschen? Immer. Ja, sowas gibt's halt eigentlich immer. Aber wir haben schon Leute getroffen, die haben gesagt, nee. Ja, es muss ja auch realisierbar sein. Also für mich Traumauto wäre Lexus LFA. Das ist einfach dieser Sound, V10, einfach dieses ins kleinste Detail entwickelte. Die haben sich ja richtig Zeit gelassen bei der Karre. Aber nicht bezahlbar mehr. Also selbst damals hat er irgendwas um die 500.000 gekostet. Jetzt sind die Preise noch höher. Also nie bezahlbar eigentlich. Sonst bin ich mit dem eigentlich echt schon zufrieden. Was heißt zufrieden? Ich finde das Auto geil, ist neu, geile frische Form, Leistung passt jetzt. 34er GTR, auch geil. Supra, auch geil. Also die ganzen Japaner, ich würde am liebsten eine große Halle haben, wo ich alle reinstelle. Ja. Also es gibt nicht den du hast schon mal eine bessere Halle als ich. Ich habe nämlich keine. Ja. Ich nerv immer die Nachbarn. Ja? Wenn von mir alle Autos da sind, und ich habe auch noch einen Nachbar, der gerne Autos hat, also viele Autos hat. Wenn wir beide alle Autos da haben, ist einfach mal alles gesperrt. Und dann kotzen die richtig, weil dann müssen die echt ein Stück laufen. So, ja? Ja, das ist bei uns ähnlich. In der Straße, wenn ein Bruder da ist, ein paar Freunde, ist die ganze Straße auch voll. Super. Genau. Das ist toll. Gibt es für dich Vorbilder aus dem Tuning- oder Motorsportbereich? Oder Idole, oder sagst du, ey, der Typ ist cool? Ja, also im deutschen Markt gibt es ja leider nicht so viel. Nein. Viele sagen jetzt, ja, JP gibt es ja auf dem deutschen Markt und so. Ich finde das ein guter Entertainer, auf jeden Fall. Der macht, was er macht, gut, aber ich kaufe ihm das, ja, weiß ich nicht. Ist halt Show, finde ich, für mich. Ja. Er macht echt gute Show, ich gucke das gerne. Ich auch, also ich gucke auch jedes Video eigentlich, finde ich auch echt cool, was er da auf die Beine gestellt hat und so. Guter Showmaker, aber es ist kein Vorbild für mich so. Ja. Da eher dann so aus dem amerikanischen Raum, Rob Dam mit Mag 7, der jetzt sein 4-Wankel-Turbo-Allrad baut. Ja. Einfach sowas in der Hand zu nehmen, gerade als Einzelperson, nicht als Firma, finde ich das cool. Ja, dann auf dem Drittsport, Ryan Turk, Chris Forsberg, sind auch ganz coole Leute. Ryan Turk habe ich 2013 oder 2014 auf dem Reisbahn getroffen, ein Foto mit ihm gemacht. Genau, das ist so Vorbild, gerade auch weil er den GT86 FAS auch fährt im Driftsport. Ja. Auf jeden Fall coole Sache. Ich glaube, das war alles. Wie immer für dich die letzte Möglichkeit, wenn du Danksagung hast oder jemanden grüßen willst, klassisch, Mama, ich bin im Fernsehen, kannst du es gerne machen. Ja, also genau, meine Familie möchte ich gerne grüßen, dass sie mich hier unterstützt mit der Halle, mit dem Auto so ein bisschen. Grüße an MPS, an Philipp und Markus. Danke für die Arbeit und auch für die Qualität, die ihr einfach immer liefert. Ihr seid einfach immer on point. Und Freunde, Verwandte, jeder, der ein bisschen Herzblut mit reingesteckt hat. Und danke auch an euch, dass ihr vorbeigekommen seid, euch Zeit genommen habt. Okay Leute, das war wieder eine Folge Tuning Talk. Wir hatten einen wunderschönen GT86 hier. Ansonsten hinten machen wir wieder ein paar Vorschläge mit Videos. Abonniert unseren Channel. Hast du eine Seite zu deinem Auto? Ja, Facebook, Instagram und YouTube. Verlinken wir alles unten, also checkt die Box unten, liest euch das da durch und da werdet ihr auch die Links zu seinen Seiten finden. Und wir posten es natürlich dann auch. Und auch er hat ein Like und sein Auto auch ein Like verdient. Supportet das Ganze. Und was würde ich jetzt noch mal sagen? Ich glaube, das Auto hat schon Mini Car-Porn, Car-Video verdient. Und wir sehen uns im Frühjahr wieder, dann machen wir was richtig krasses, ordentliches. Du trommelst hier die ganze Bande zusammen und wir grillen. Und habt ihr hier Jäger? Wir könnten so Rojan mal übers Feld laufen lassen. Und dann also Wald haben wir. Ja, Jäger weiß ich nicht. Wir lassen uns was Lustiges auf jeden Fall einfallen. Also, vielen Dank. Ich habe auch zu danken. Ja, das war Race City Tuning Talk in Engen, oder? Enger. 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 In der Enger.
Ich hoffe, dieser Tuning Talk hat euch gefallen. Falls ja, schaut doch mal bei Race City vorbei, lasst ein Abo da und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und haut rein.